Hallo zusammen, das ist Sibyl vom Seeland. Und heute haben wir auf einem Spaziergang hier in Belgien eine Hopfenpflanze angetroffen. Es gibt hier nicht nur eine, sondern es gibt hier jede Menge wild wachsender Hopfen entlang der Schelde oder Lescaut, wie man sagt auf Französisch. Der Hopfen ist eine sehr interessante Pflanze. Er enthält einerseits Humulon und auch Lupulon und das entwickelt sich im Körperinneren zum sogenannten Methylbutylon. Und das wiederum ist, so viel man heute weiß, verantwortlich für die entspannende Komponente. Hopfen kann nämlich wunderbar helfen, die Einschlafdauer zu verkürzen und auch den Schlaf an und für sich zu verbessern. Allerdings ist es wichtig, dass die Pflanze während mindestens 10 bis 14 Tagen konsumiert wird, um den entsprechenden Effekt zu haben. Wenn ich nämlich nur einmalig einen Hopfentee trinke, dann bringt mir das nicht viel. Hopfen wird aber auch in Kulturen angebaut. Und davon werden rund 95% zur Herstellung von Bier gebraucht. Denn Hopfen ist eine der 4 Zutaten, die es zum Bierbrauen braucht. Hopfen, Gerste, Malz und Wasser. Hopfen im Bier ist ganz wichtig, weil er hat eine sehr starke antibakterielle Wirkung. Und dadurch können Bakterien oder Keime nicht Fuß fassen im Bier und dadurch ist das Bier wiederum wesentlich länger haltbar. Hier in Belgien, man könnte sagen, das ist das Land des Bieres, gibt es mittlerweile 280 Brauereien, die 500 Sorten Bier herstellen und insgesamt werden hier in Belgien rund 1000 verschiedene Biere verkauft. Die Hopfenzapfen, die reifen im Normalfall zwischen Mitte August und Ende September. Sie sollten noch grün und doch noch etwas druckfest sein, wenn man sie abliest. Übrigens, da muss man vorsichtig sein. Hopfenzapfen, die lösen sehr gerne Allergien aus über die Haut. Also wer da Probleme hat, bitte Hopfenzapfen immer mit Handschuhen pflücken. Die zweite Eigenschaft, auf die man achten sollte beim Pflücken der Hopfenzapfen, ist der herb-bittere Duft, der bereits vorhanden sein sollte. Übrigens, dieser herb-bittere Duft, da merkt man sehr schön, dass der Hopfen auch in die Familie der Hanfgewächse gehört, genauso wie zum Beispiel das Cannabis. Es hat auch so einen herben, bitteren Duft. Und der dritte Punkt, wenn man die Blütenblätter öffnet von den Zapfen, dann sollte der gelbe, harzige, eine Art Blütenstaub vorhanden sein. Das ist das sogenannte Alpha- und Beta-Lupulin. Und dieser Pollen, dieses harzartige Gelbe, das muss wirklich vorhanden sein und das ist sehr stark antibakteriell und keimtötend. Der Hopfen enthält aber auch sehr viele Bitterstoffe und Bitterstoffe allgemein sind sehr stark krampflösend und gleichzeitig auch entzündungshemmend. Und interessant ist, dass nicht nur die Entzündung gehemmt wird durch den Hopfen, sondern auch die Empfindlichkeit der Schmerzrezeptoren. Das bedeutet, mit Hopfen kann man Schmerzen sehr gut reduzieren. Jetzt, die Schmerzreduktion, die funktioniert natürlich nicht so gut, wenn man den Hopfen in Form von Bier konsumiert. Beim Bier ist es allgemein so, dass aufgrund des Alkoholgehaltes dann der Schlaf darunter leidet. Wenn man nämlich alkoholische Getränke zu sich nimmt, dann nimmt der Tiefschlaf massiv ab und das Träumen und der sogenannte Leichtschlaf nimmt zu. Also von daher, wenn man wirklich die beruhigende, schlaffördernde Wirkung vom Hopfen nutzen möchte, dann ist es wesentlich besser, wenn man sich einen Tee macht. Allerdings muss man sagen, dass dieser Tee relativ bitter ist. Und für den Tee nimmt man so 5 bis 10 Hopfenzapfen, übergießt diese mit heißem Wasser, deckt dann das Glas oder die Tasse zu und lässt den Tee ca. 10 Minuten stehen. Anders hat man auch die Möglichkeit, den Hopfen in Form von Pflanzenkapseln zu sich zu nehmen oder auch in Form von Tinkturen. Hopfen enthält auch viele zellschützende Antioxidantien.
Und nicht nur für den Schlaf ist er wunderbar, sondern zum Beispiel auch bei Magenkrämpfen kann man ihn sehr gut nutzen, wenn die Verdauung träge wird oder vor allem auch bei den Wechseljahren. Hopfen hat nämlich östrogenartige Eigenschaften und deshalb bei Frauen, wenn das Östrogen zu sinken beginnt, kann das durchaus eine gute Variante sein, entweder mit Hopfentropfen die Beschwerden zu unterstützen oder eben in Form von Tee. Übrigens, auch bei Männern hat Hopfen eine östrogenartige Wirkung und deshalb passiert es, dass Männer, die viel Bier trinken, gerne einen Bierbauch enthalten oder eben auch vermehrtes Brustwachstum entwickeln. Denn Hopfen kann die Bildung von Estradiol, das heißt dem E2, fördern und dieses ist verantwortlich für die Ausbildung weiblicher Geschlechtsmerkmale. Von daher vorsichtig sein und bei den Männern, die sollten darauf achten, dass sie nicht zu oft und nicht zu tief ins Bierglas schauen. Bis gleich!